Die beste Entscheidung war damals, bei Peter Maffay einzusteigen. Weil da wurde mir die Möglichkeit gegeben, Songs zu schreiben, weil ich bin mit dem Klavier groß geworden und habe mich immer schon mit Harmonielehre und so beschäftigt und fing an, Songs zu schreiben. Dann war ich 14 Jahre lang der Produzent von Peter Maffay, was auch ein wirtschaftlicher Erfolg war, was mir dann viel Geld eingebracht hat auch. Das war, glaube ich, damals musikalisch die richtige Entscheidung. Persönlich gibt es andere Entscheidungen im Leben, die negativ oder positiv waren. Die erzähle ich auch in meinem Buch, mit alten Männern spiele ich nicht drüber. Da kann man jetzt weit ausholen. Aber musikalisch die richtige Entscheidung war, bei Peter Maffay einzusteigen. Nachdem ich die Möglichkeit hatte, bei Lindenberg schon zu spielen. Da brauchte ich gar keine Entscheidung zu treffen. Der hat mich ja in die Band geholt. Der hat mich gehört und sagt, du bist der Typ, der spielen muss. Traust du dir Olympiahalle München zu, mit 17? Ich habe gesagt, ich bin der richtige Mann, obwohl ich das gar nicht wusste. Ich habe einfach gesagt, ja, traue ich mir zu. Du musst eigentlich, wenn du selbstbewusst genug bist, bevor du die Entscheidung ist eigentlich immer ja. Sie kann nicht nein sein. Du kannst dir überlegen, wenn dir einer sagt, das ist nur elektronisches Schlagzeug, was wir da brauchen bei der Tour. Kannst du das machen? Ich sage, ja klar kann ich das machen. Ich habe gar kein elektrisches Schlagzeug zu Hause. Dann würde ich mir in 2 Wochen das drauf schaffen, das elektrische Schlagzeug besorgen und dann würde ich mir ein elektrisches Schlagzeug antreten. Ich würde nicht sagen, du, ich habe gar kein elektrisches Schlagzeug und ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht. Da bin ich schon raus aus dem Job. Du musst sofort ja sagen, wenn du es machen willst. Ich bin Dienstleister, ich muss erstmal den Künstler befriedigen, der da vorne steht und der das bezahlt. Und der mir auch Geld dafür gibt, damit ich leben kann. Und wenn er mir genügend Freiheit gibt, Entscheidungen zu treffen, weil er merkt, ich bin erwachsen genug und reif genug, das zu tun, um was beizutragen zu dem Ganzen. Das sind die ganz großen Künstler, die diese Ego-Größe, vom Ego die Größe auch haben, das zuzulassen, dass andere auch wirklich was einbringen für das ganze Ding. Es macht das ganze Ding stärker und die Weiterentwicklung findet statt innerhalb der Musik. Ja, weil kein Künstler, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, vielleicht war Prince so eine Ausnahme oder Stevie Wonder, solche Leute sind vielleicht Leute, die das ganz, ganz alleine schaffen um Entscheidungen. Aber selbst die werden im Team auch mal demokratisch fragen, was meint ihr denn so? Und dann zum Schluss doch sagen, vielleicht, ich will das so haben. Aber es ist gut, wenn ein Frontmann offen ist, um mit seinen Mitmenschen das zusammen zu entscheiden, was da gemacht wird. Das ist toll. Und die nicht so stur sind, sag ich mal. Das ist gut. Und das ist bei Udo und auch Peter der Fall. Die sind sehr offen. Es ist so, wenn man mit Firmen zusammenarbeitet, will man irgendwie persönlichen Kontakt haben. Und auch was spielen, wo man weiß, das hat eine Wertigkeit einfach. Und den persönlichen Kontakt und der Zusammenarbeit, dass das funktioniert. Und das funktioniert jetzt seit ein paar Jahren hervorragend. Und mit anderen Firmen hat das nicht so gut funktioniert. Das waren teilweise amerikanische Firmen, wo man dann als deutscher Trommler wenig Kontakt zu hatte, sondern nur zum Vertrieb. Und die haben dann Stöcke geschickt, ja, aber das hat mir nichts gesagt. Ich bin immer ein Mann, der Emotionen hat. Und wenn ich zum Instrument oder auch zu einem Tool, was ich zum Spielen benutze, eine emotionale Bindung habe oder zu der Firma, macht mich das stärker. Und ich kann besser spielen. Und diese Stöcke sind halt erstmal wahnsinnig haltbar. Also pro Konzert, ich brauche nicht mehr als ein paar Stöcke. Und ich spiele ziemlich hart, auch in großen Arenen. Aber ich spiele wahrscheinlich nicht zu hart. Also die halten das schon aus, aber ich bin kein Prügler. Also kein Prügelzeuger, sondern ich bin Schlagzeuger. Also ich schlage das Instrument, aber ich prügele es nicht. Das sage ich immer, Schlagzeuger. Ne? Und diese Sticks sind hervorragend und auch die Zusammenarbeit und mit dem, was machbar ist. Jetzt habt ihr ja für mich diese speziellen Stöcke hergestellt, die basierend sind auf den Farben von meinem Buch und so. Das ist hervorragend. Die Leute lieben das auch. Das ist basierend auf dem RT5B. Und ich habe vorher dickere Stöcke gespielt, also nicht von Rohema, also die Firma vorher. Und da habe ich mir, weil ich dachte immer, ich bin Heavy Drummer, ich brauche schwerere Stöcke. So, ich kann nicht mit so dünnen Stöcken spielen. Und dann habe ich meine Hände kaputt gemacht damit. Mein Körper ist dafür nicht geeignet, das ist Quatsch. Außerdem wird das lautstärkemäßig über Mikrofone übertragen. Das ist ein Mindgame, das ist Quatsch. Ich brauche nicht so dicke Prügel. Ja? Also, und deswegen bin ich dann eher zurück zu so einer Art 5B. Und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr mit dem Arm oder so. Das ist besser für mich. Der runde Kopf, da habe ich den Eindruck zumindest, bringt mir mehr im Bassbereich mehr irgendwie als der dünne Kopf. Auch bei den Toms zum Beispiel, nicht nur beim Becken. Also, angenehm zu spielen einfach.
ist ein Gefühl. Kann ich gar nicht genau erklären. Ja, da waren auch immer mal Wochen frei. Das sind Fragen, da weiß ich gar nicht mehr. Das Tagebuch habe ich nicht geführt. Da war viel hintereinander. Springsteen, dann Robert Palmer, dann nach Capri, dann Jimmy Barnes, Australien. Vorher war eine Lindenberg-Tour gewesen, das war 96, und da hatte ich lange mit Lindenberg nicht gespielt. Ich habe ja, das wissen die wenigsten Leute, die denken alle, ich habe von 1976 dann ewig mit Lindenberg bis heute gespielt. Aber ich war von 88 bis 96 Zigaretten holen. Und da bin ich zurückgekommen. Das waren waren 8 Jahre fast. 8 Jahre habe ich da gar nicht gespielt und keiner hat es gemerkt. Und dann bin ich zurückgekommen und seit 96, seit 30, über 30 Jahren spiele ich da wieder. Es war unglaublich viel und ich habe es auch geliebt, weil so viel verschiedene Sachen gemacht worden sind. Es war ja nie langweilig und gleichzeitig wurde dann auch noch mehr Geld verdient. Also es war auch nicht schlecht. Ja. Also es war wirtschaftlich gut und mental gut und musikalisch gut. Also das waren schon, damals muss man sagen, die besten Zeiten. Ich habe in Planung ein zweites Buch mit meinem Co-Autor Tom Schäfer, mit dem ich das erste geschrieben habe. Das soll ein zweites Buch geben und das ist halt ein Motto, was man weitergeben kann heutzutage. Das Buch wird wahrscheinlich heißen Weitermachen. Ein Wort. Weil viele Leute sind heutzutage da sind die ganzen Kriege und Corona war und Leute wirtschaftlich schwierig und alles. Und jeden Morgen geht doch die Sonne wieder auf, wie auch heute Morgen wieder. Und dann sagst du wieder, ey, weitermachen. Weil man ab und zu Gedanken hat über, boah, was soll das Ganze überhaupt noch? Das Leben ist schwierig geworden. Also ja, es ist so, aber es wird auch wieder gute Zeiten geben. Und dann kann man nur sagen, wie unser alter Tourleiter immer gesagt hat, wenn wir genörgelt haben. Was nörgelt hier herum? Weitermachen. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Das ist ein guter Titel fürs zweite Buch. Also das ist jetzt die Idee.